Last call for inside flight levels. Please put on your headphones. The episode is about to start. Herzlich willkommen bei Inside Flight Levels. Bei uns hier geht es um effektive Unternehmenssteuerung und wie du mit Flight Levels echte Wirkung erzielst in deiner Organisation. Mein Name ist Klaus Leopold, ich bin der Erfinder der Flight Levels und der Markus, der liebe Markus, ist heute auch wieder hier. Hi Markus. Ja, Klaus, wie immer im Doppelpack. Mein Name ist Markus Brandl und Co-Founder der Flight Levels. Und jetzt habe ich gesagt, im Doppelpack, das stimmt gar nicht, denn wir sind heute zu dritt und zwar mit dem lieben Matthias Böhni und zwar der Founder und der CEO der Makanda GmbH. Lieber Matthias, vielleicht kannst du ein paar Wörter zu dir sagen, bevor wir heute reinstarten. Ja, hallo, ich bin der Matthias Böhni. Was soll ich über mich sagen? Naja, vom Stallgeruch passe ich, glaube ich, hier ganz gut in die Runde. Also ich habe Informatik studiert, habe auch angefangen eigentlich mit der Softwareentwicklung und auch Softwareberatung, bin dann immer in die Businessberatung reingerutscht. Also ich kann jetzt sagen, ja, schon fast 25 Jahre mittlerweile bin ich in der Beratung unterwegs, mache jetzt eben mit der Makanda GmbH und auch im Netzwerken Strategie- und Organisationsberatung. Und da habe ich, ja, wie soll man sagen, Kunden vom kleinen Startup, 2 Leute, bis zum großen DAX-Unternehmen über verschiedenste Branchen, Public Sector, NGOs. Also ein breites Spektrum, was ich da auch abdecke. Und ja, vielleicht noch eine Trivia zu mir. Also ich bin auch noch, lehre auch noch Digital und Agile Leadership hier an der Fachhochschule Salzburg. Und genau, die jetzt zuschauen oder zuhören, würden sagen, ja, aber der klingt überhaupt nicht so wie ein Österreicher, richtig. Bin Deutscher, ich habe den Nachnamen von meiner wertgeschätzten Frau, die ist Schweizerin, geerbt und wir leben Dach und wir reden nicht nur darüber. Das vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Genau. Sehr schön. Coole Kombi. Lieber Matthias, du bist auch Flight Levels Professional und wir wollen heute mal so das ganze Thema rund um Flight Levels quasi etwas mehr beleuchten. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist einigermaßen breit aufgestellt und Flight Levels war quasi auch nicht, also du bist nicht mit Flight Levels Wissen auf die Welt gekommen, ja. Das war wahrscheinlich auch nicht deine Grundschulausbildung. Die Frage ist, was hat dich überhaupt in dieses Universum der Flight Levels reingebracht? Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, vielleicht nicht ganz doof, mag ich mir mal näher anschauen? Ja, also ich habe mich schon ziemlich früh eben auch durch die Softwareentwicklung mit so agilen Vorgehensweisen beschäftigt. Also da war ich recht früh schon dabei, würde ich jetzt mal so sagen, auch Anfang der 2000er und so weiter. Ich habe dann auch wirklich konkret für Möglichkeiten gesucht, wie ich in einer NGO, die auch sehr stark aus Freiwilligen bestand, ein bisschen mehr Rinden reinzubringen und das Ganze irgendwie lockiger zu machen. Und da bin ich letztendlich bei Scrum gelandet, habe dann irgendwann mal auch Scrum of Scrums gemacht über so ein verteiltes Team weltweit und so bin ich quasi in diese ganze agile Welt reingerutscht. Habe dann damals den Arbeitgeber gewechselt, habe dann auf einmal Projektleitungsverantwortung auch bekommen und ja, da war eben im Public Sector in einem recht schwierigen Umfeld, mussten wir da irgendwie loslegen, auch mit verschiedenen, man kennt es vielleicht aus dem Public Sector, die sich da auskennen, man hat verschiedene Lose, verschiedene Anbieter, die verschiedene Teile von so einem Software-Ding à la Wasserfall irgendwie bedienen. Also eine Firma macht Tests, die andere Firma macht irgendwie vorher Anforderungen, irgendwie zwischendrin wird dann auch mal was umgesetzt, da war ich dann dabei. Und da habe ich damals dann aber auch vom David Anderson das Buch zu Kanban jeweils in die Hand bekommen. Und da ich ja jeden Tag irgendwie eine Stunde München, Nürnberg und wieder zurückpendeln musste oder jeweils eine Stunde morgens und abends, hatte ich dann Zeit und habe das so durchgeblättert und habe dann angefangen, letztendlich Kanban zu machen, in kleinen Schritten. Habe mich da weitergebildet. So kamen wir ja auch zusammen, Klaus, ne, da haben wir uns, glaube ich, in Meierhofen zum allerersten Mal gesehen, auf österreichischem Boden, ne? So sind wir da letztendlich im Gespräch geblieben und im Austausch. Ähm, und wo ich auch wirklich gemerkt habe bei Flight Levels, also ich habe damals dieses Agilität neu denken auch gelesen. War auch dann schon quasi so auf dem Weg zur Selbstständigkeit damals und das hat sehr vieles, was ich auch beobachtet habe bei den Sachen, die ich auch gemacht habe, bei Beratungsmandaten,
wiedergespiegelt. Ich konnte das alles so mitfühlen. Ich fand auch die Zeichnungen extremst cool. Ich glaube, das war für mich auch nochmal so ein Herzöffner, weil der Humor genau das halt auch meiner ist. Habe das eben auch für mich so angenommen und gesehen, ja, hey, genau darum geht's. Können wir vielleicht gleich nochmal später drüber reden, aber Mhm. das zu orchestrieren, nicht irgendwie in irgendwelchen Toolfallen und ja, aber wir machen doch jetzt Scrum, wir machen jeden Tag Stand-up und ja, aber ich bin jetzt Agile Coach und ne, ich kann den Post-it richtig sauber abreißen. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt betrachtet, aber ne, diese ganzen Glaubens- und Grabenkämpfe, die da entstanden sind, das war etwas, wo ich dann irgendwie gedacht habe, so ja, Flight Levels, lass uns doch mal irgendwie eben die Flughöhe auch da ändern in der Diskussion. Und das hat mir echt geholfen, weil ich auch gemerkt habe, es ist eine Sprache. Ne? Also es geht nicht darum zu sagen, wie es ist, sondern es geht darum zu beschreiben, was ist und dann ne, auch darüber zu reden und ein Vokabular zu entwickeln, wie man dann über solche System- oder Organisationsentwicklung sprechen kann. Und ich musste da nicht mein Gehirn resetten, ich muss auch nicht all das, was ich jetzt über gewisse Frameworks schon weiß, irgendwie wegschmeißen, sondern das hat einfach nochmal so zusammengepasst. Ja, genau. Das vielleicht ganz kurz meine Reise. Ja. So, Matthias, das ist sehr spannend, denn wir hatten ja in einer der vorigen Episoden die liebe Anja und den Andreas vom Deutschen Rundfunkarchiv. Und wenn du jetzt so beschreibst, was auch deine Reise war und woher du kommst, würde ich sagen, dass das eigentlich schon fast wie ein perfekter Match war. Also das heißt, was die Anja und sage ich mal, der Andreas in ihrem Kontext angetroffen haben, also das ganze Thema Schwierigkeit mit agilen Vorgehensweisen, so irgendwie alles recht zum Selbstzweck, das ganze Thema agile Inseln, hinzu, wie können wir das eigentlich neu denken und für uns, sage ich mal, auch sinnvoll einsetzen. Da würde ich jetzt ganz gerne mal ein bisschen mit dir einsteigen, Matthias, in das ganze Thema und vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, was hast du da gemacht? Also was ist, sag ich mal, was ist dein Teil sozusagen der Reise Ja. innerhalb des Deutschen Rundfunkarchivs? Ja, also ich glaube, was natürlich immer hilft, ist, wenn man so eine gewisse Vita hat, auch Public Sector oder sagt, ne, man kennt sich da so im öffentlichen Bereich und da wieder auch gewisse Dinge ablaufen und wie das organisiert ist, das hilft schon mal ungemein. Das hat auch geholfen, diese Glaubwürdigkeit ne, von außen. Man hat da schon einige Erfahrungen und ihr seid nicht die allerersten, ihr seid nicht die Versuchskaninchen. Aber ja, ich sag mal so, ein Prophet von außen, ne, ist halt immer irgendwie leider allem immer ein bisschen wichtig, der von außen Impulse gibt. Das habe ich ja selber auch die Erfahrung gemacht, ne? Wenn du innen drin bist im System, ist es oft sehr schwierig, da irgendwie so eine Stimme zu haben, die dann auch so durchdringt und auch jeden irgendwie abholt. Sprich, ich habe einen initialen Workshop gemacht. Ich habe erst mal so vorgestellt, so die Prinzipien von Flight Levels, die Flughöhen, die Flugrouten, all diese Sachen, auch unsere Praktiken, die wir halt eben machen, wie wir das alles so aufsetzen, haben eben auch dieses berühmt-berüchtigte Schiffchenspiel gemacht. Klar, das ist jetzt nicht nur Flight-Level-spezifisch, aber das bringt das Ganze halt nochmal auf den Punkt, wenn man das auch entsprechend beleuchtet und anschaut. So Stichwort Koordination und Engpässe und so weiter. Und da ist bei denen schon, sag ich mal so, paar Lampen sind da schon angegangen, aber es war schon sehr, sehr zurückhaltend, ne? Also, man hat schon gemerkt, die waren schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, ne, und bitte nicht missverstehen, aber so meine Art, so ein bisschen angeschossen, ne, schon von der Entwicklung davor. Also, die haben schon ein bisschen gehumpelt. Die waren auch, ziemlich, von der Energie weit unten, weil sie gesagt haben: „Hey, wir haben jetzt schon so eine Initiative gehabt und das hat irgendwie nicht funktioniert und warum jetzt noch mal? Und wieso, das machen wir doch schon alles. Wir reden doch schon miteinander." Und, ne, also, da war sehr viel Kuddelmuddel. Da habe ich erst mal versucht, was heißt die Wogen zu glätten, aber auch zu moderieren, zu vermitteln, auch noch mal zu unterscheiden, was jetzt wirklich da ist und was nicht. Auch was natürlich häufig dann ist, ne, wo man dann halt merkt, also klar redet jeder mit jedem, aber halt nicht unbedingt über die richtigen Dinge. Und das ist halt auch noch mal in dem Workshop so ein bisschen rausgekommen und das wurde auch entsprechend gut aufgenommen und auch konstruktiv, aufgefasst. Na ja, und dann haben wir halt die ersten, Gehversuche, gemacht. Also, ich habe das Experiment gemacht, weil das halt auch eben so gewünscht war, das in 2 Tagen sowohl die Einführung als auch eben so den ersten Workshop zu machen. Und es war dann halt recht offensichtlich am zweiten Tag,
dass eben noch nicht so ganz klar war, wie alles zusammenpasst. Also klar, natürlich auch muss man erstmal so reinkommen. Viele Menschen sind nicht gewohnt, so am Whiteboard zu arbeiten und dann irgendwie so einen Prozess zu kleben oder irgendwie mal so drüber über sowas nachzudenken. Aber was dann wirklich gekommen ist, waren halt quasi so Folgeworkshops, wo wir mal gesagt haben, jetzt lass uns mal den Ist-Stand wirklich anschauen. Wie arbeitet ihr gerade zusammen? Was ist denn eigentlich schon da? Wo fehlt's auch? Und ja, ich glaube, ein Knackpunkt bei der ganzen Geschichte war und was ich auch eben sehr, sehr schätze, eben an diesem Kaizen-Gedanken, diesen evolutionären Ansatz, den ja Flight Levels auch hat, ne? Man nimmt halt das, was da ist und also habe ich das, was schon an Reorga da war, ne, ich habe nicht versucht, die Welt zurückzudrehen und zu sagen, nee, das ist alles doof, lass uns das nochmal komplett anders machen, sondern ich habe einfach versucht, diese Reorga da in die richtigen Wege zu leiten, mitzuhelfen, zu moderieren und entsprechend auch die Leute vielleicht auf die richtigen Antworten zu stoßen. Ne? Da ist gerade, sag ich mal, ein bisschen was passiert bei mir, als du das erzählt hast. Und zwar habe ich mich daran erinnert an den Podcast mit der Anja und mit dem Andreas. Und zwar, da kann ich mich erinnern, dass sie gesagt haben, dieser Moment, als wir die Systemarchitektur sichtbar gemacht haben, also das heißt, wie die ganze Wertschöpfung zusammenhängt und wie wir eigentlich arbeiten. Und ich kann mich erinnern, dass sie gesagt haben, es war auch in einem Raum ohne Schuldzuweisung. Also es war erstmal sehr objektiv, so objektiv wie sowas sein kann. Wie schöpfen wir eigentlich Wert? Wer muss mit wem zusammenarbeiten? Ja. Wo fliegen welche Items durch die Orga? Und vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen, also wie dann auch das für die war. Also was hast du da gemacht? Welche Art von Input hast du geliefert? Also hast du es irgendwie vorgemalt, weil du gesagt hast, das ist eh obvious? Oder wie bist du das Ganze so angegangen? Naja, wir haben schon erstmal versucht, standardmäßig zu gucken, also was sind die Flight-Items, ne? Wer sind die Stakeholder, wer arbeitet hier eigentlich, wer liefert hier rein, wird hier rausgeliefert, wer ist der Empfänger, diese ganzen Sachen. Wir haben auf die Flugrouten erstmal gemacht. Ich habe aber schon gemerkt, dass ich da, ich sag mal so, ein bisschen, nicht gegen die Wand fahre, sondern an die Grenzen komme. Weil, und das ist etwas, was mir wieder da aufgefallen ist, wir haben ja so ein neues Phänomen, und was heißt, das ist gar nicht so neu, ne? Aber es gibt halt viele Organisationen, die haben eine agile Reorg schon hinter sich. Und was ich dann so feststelle, ich nenne es manchmal so liebevoll Plastiktüten. Also, ne, wir stecken ja irgendwie alles, was Arbeit ist oder Wert erzeugt, in so ein Ding, das nennen wir Projekt. Eine erste Plastiktüte. So, und jetzt kommt halt sowas wie bei Deutschem Rundfunkarchiv. Jetzt hast du noch mal eine Plastiktüte über der Plastiktüte. Jetzt nennst du es agiles Projekt. Ja, und beide Sachen hat man sich gut überlegt und fordern dann auch ein bisschen Widerstand, wenn du versuchst, so ein bisschen die Plastiktüte wieder abzureißen. Und ich hatte bei denen, wo wir über die Flight-Items gesprochen haben, eine ganz, ich nenne es jetzt mal Meta-Flight-Items. Also Dinge, wo, ne, die hatten irgendwie einen Namen, irgendwie so eine Box, aber es war überhaupt nicht klar, was da eigentlich drin steckt und was hinten eigentlich dann mehr Wert für Kunden oder intern erzeugt. Also haben wir dann mal quasi die Plastiktüten runtergerissen und damit das nicht zu viel Widerstand gegeben hat, habe ich natürlich auch diese Reorga-Chart genommen und habe erst mal versucht, in diesem Reorga-Chart, was wir auch letztendlich dann erfolgreich gemacht haben, diesen ganzen Fluss darzustellen. Weil diese lineare Sicht oder jetzt lass uns mal ein Board bauen, das hat erstmal am Anfang, war sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Und dann war es mir halt wichtig, einfach auch Andreas und Andrea mitzunehmen und so haben wir dann eigentlich angefangen. Und da war auch so der Durchbruch, das ist das, was die erzählen. Ja. Mhm. Und also ich habe jetzt auch was rausgehört, was du gesagt hast, was nämlich auch Anja und Andreas gesagt haben. Da kann man vielleicht noch einmal hinschauen. Also ich habe jetzt immer gehört, wir haben das gemacht. Ja, ich kann mich erinnern, dass Anja und Andreas, ich habe es jetzt nicht im O-Ton drauf, aber irgendwas in die Richtung gesagt haben wie, nein, der hat ja eigentlich eh nichts gemacht. Der Matthias. Also im Sinne von, Ja, ist also nicht als nichts Kompliment, gemacht, ist ne? doch genau, Ja, ja, absolut. Und das war ja, eben genau das, was sie überrascht hat. Ne? Also sie haben gesagt, ja, okay, du hast quasi so einen Container aufgebaut, in dem sie selbstständig quasi zur Lösung gekommen genau. sind. Du hast sie zur Lösung geführt quasi. Du hast die Lösung quasi gemeinsam mit ihnen gebaut. Und du bist nicht hingegangen und hast einmal 3 Monate Interviews gemacht und dann hast dich 2 Monate verzogen und
war es weiter billable quasi und dann hat gesagt, ach ja, übrigens, und so funktioniert das, ne, so klassisch Consulting-mäßig, sondern es war ein anderer Ansatz dahinter. Ja, kannst du da noch, weil du gesagt hast, das ist ja auch ein Kompliment, kannst du da noch ein, zwei oder Ideen, Gedanken diesbezüglich absondern? Ja, also ich sag mal so, in diesem Fall habe ich dann schon initial ein bisschen mehr gemacht als sonst, weil ihnen das so schwer gefallen ist, da reinzugehen. Aber grundsätzlich schon eben der Ansatz, ne? Ich mag halt diesen Ansatz oder das ist auch völlig, ja, da gehe ich drin auf, zu sagen, okay, ich mach's nicht für die Leute, sondern ich mach's mit den Leuten, ja? Also, selbst wenn ich da so initial irgendwelche Dinge hinmale, mache ich's nicht, um irgendwie was durchzuziehen, sondern erst mal so ein Framework zu liefern, dass die Leute sich wieder zurechtfinden und dann den nächsten Schritt gehen können, ne? Also, zum Beispiel eben solche Workflows oder wie Dinge durch die Organisation fließen, ne, das dann wieder gestalten zu können. Also, ab und zu mache ich das dann schon. Ne, also, ich sehe mich da so wie so ein Schwimmlehrer. Ich meine, ich lasse die Leute ja auch nicht ertrinken, wenn ich Schwimmlehrer bin, sondern ich gebe ihnen Unterstützung. Das Mhm. einzig Dumme ist halt als Schwimmlehrer, wenn die Leute halt nur bis zu den Knöcheln im Wasser stehen, die Hände bewegen und sagen: „Ja, wieso denn? Ich schwimme doch", ne? Dann wird's 'n bisschen schwieriger. Aber so grundsätzlich die 2 oder auch die Organisation, die waren willig, die wollten reinspringen. Und das ist eben das Entscheidende, finde ich, ne? Also, die Absolut. müssen das selber können. Ich bin irgendwann mal weg, dieses Nachhaltige. Und das finde ich ja auch eben gut. Also, bring ihnen diese Dinge bei und dass sie das auch selber können. Und für mich ist es das größte Kompliment, wenn die Leute irgendwann sagen: „Du, ich brauche dich nicht mehr." Ne, also, du kannst gerne mal kommen, Absolut. ist auch mal vielleicht schon wichtig, außen 'n Feedback zu bekommen, um nicht blind zu werden. Aber rein so, ne, wie man das Tooling anwendet und so weiter, zu sagen: „Du, wir brauchen dich nicht mehr", das ist super, weil die Welt ist g groß genug, ne? Genau die Metapher, die du gebracht hast, die finde ich ja auch super cool. Das Schwimmen, Beckenrand. Der Trick ist, als Organisation musst du reinspringen, weil man kann jetzt wochenlang sich irgendeine Folien und was auch immer vom Schwimmen anschauen und wie geht es auf Hawaii, wie geht es quasi im Meer und wie geht es, keine Ahnung, im 50-Meter Becken. Irgendwann musst du mal einen Wasserkontakt hinbekommen. Ne? Und was ich jetzt mitbekommen habe, und das ist ja auch so die Idee quasi, wie Flight Levels funktioniert, ne? Dass man nicht sagt, ja, okay, schauen wir uns mal 3 Monate irgendeine Folien an, sondern du bist ja schon im Becken. Als Organisation arbeitest du ja schon, ja. Das heißt, wir gehen direkt am Anfang rein. Du als Flight Levels Professional bist quasi dabei und du lernst schwimmen im Wasser und eben nicht auf eine theoretische Art und Weise. Natürlich gibt es irgendwann einen theoretischen Input, logischerweise, und man muss den Leuten Konzepten erklären. Das passiert aber alles im Wasser. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Markus ist immer so der Fan von dem Thema Fähigkeiten aufbauen. Aber es ist genau das, was da passiert. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass du ein Wissen hast als Company, sondern du musst eine Fähigkeit haben, quasi, ja, wie du die Company am besten führst. Was aber auch bedeutet, und das ist schon auch noch so ein Thema, ähm, als Flight Levels Professional bist du dann in vielen Fällen quasi nicht der Held. Ja, also du bist nicht derjenige, der als Held dann dasteht, ne? Und er hat unsere Company gerettet und was auch immer, sondern du hast ja die Company befähigt. Und eigentlich sind die Helden ja die Akteure in der Company. Also siehst du das auch so? Und wenn ja, wie geht's dir damit, dass du eigentlich nicht der Held bist? Oder nicht immer der Held bist? Okay. Ähm, na ja, sagen wir mal so, grundsätzlich, ich finde das super. Also, gerade wenn man sich deren also, von Andreas und Andrea den Podcast anhört, ne, was sie da gemacht haben und getan haben, oder auch beim Flight Levels Day, ne, den Vortrag, den sie gemacht haben. Also, für mich ist das immer ein Kompliment letztendlich, wenn ich nicht der Held bin, sondern wenn die das quasi selber machen. Also, mich macht das auch richtig stolz, ne? Also, auch in dem Podcast, da geht's eigentlich kaum um mich sonst, sondern um die Sache und nicht um die Methodik oder der Böni, der tolle Consultant. Ähm, also, meistens habe ich damit überhaupt kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, ist vielleicht auch mein Naturell. Ich spiele auch Bass, ne? Also, ich bin eher so der im Hintergrund. Rhythmusgitarre lag mir auch immer mehr als Leadgitarre, wo ich noch Gitarre gespielt habe. Aber ich sage mal so, also wo ich schon Schwierigkeiten oder wo ich schon merke, da muss ich mich zurückhalten, ist manchmal Leute wirklich auf die Lösung direkt hinzustoßen und da geduldig zu sein.
Und wie soll ich da sagen, auch zwischen, ne, wie das ja immer so bei Change ist, diese Eigenbefähigung. Auf der einen Seite darf der Zug nicht stecken bleiben, ne, weil sonst werden die Leute ungeduldig oder verlieren dann auch den Drive, gerade so auch die Führungskräfte, die Sponsoren. Auf der anderen Seite auch die Geduld dann wiederum zu haben, ne, dass die Leute das selber aufnehmen und auf dem Wissensstand, wo sie gerade sind, das richtige Futter bekommen und dann entsprechend auch diese Schritte machen. Also, da ist schon manchmal so, da würde ich am liebsten manchmal mit der Faust durch die Wand durchgehen, also Tatkraft, so zack, jetzt, lass uns das doch mal einfach durchziehen. Und da einfach auch mal zu warten, dass vielleicht mal gewisse Leute einen Schritt machen, da loszulassen. Das ist, glaube ich, eher für mich so persönlich die Herausforderung, ganz ehrlich. Da hab ich jetzt ein paar coole Sachen gehört, Matthias, und zwar, ich kann mich erinnern, Klaus, die lieben DAAs haben auch von Brains gesprochen. Also, dass in der Flight-Levels-Welt und vor allem von dir, Matthias, dass da quasi besondere Brains unterwegs sind. Und jetzt, wo ich dir so zuhöre, macht das für mich ein bisschen Sinn, denn ich glaube, du hast am Anfang von Stallgeruch gesprochen und ich glaube, auch der ist sehr wichtig und vor allem auch Stallgeruch in Unternehmen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, mit deinem Background und auch was du getan hast, dann würde ich sagen, bringst du da auch eine gewisse Glaubhaftigkeit mit. Das heißt, du bist nicht der ins Unternehmen kommt und sagt, wie die Dinge gehen, obwohl du noch nie selber dort standest, wo die Leute heute standen. Also Richtung Klaus spreche ich aber viel Richtung Empathie, also Empathie für den Unternehmenskontext aufzubauen, die Leute zu verstehen, sag ich mal, die Probleme, die Herausforderungen ernst zu nehmen, aber auch schon mal selber dort gestanden zu sein und nicht Leuten etwas, sag ich mal, vorzugeben, von dem man selber keine Ahnung hat. Also, weiß ich nicht. Gibt's ja die großen Diskussionen, immer zur WM haben wir 80 Millionen Fußballtrainerinnen. Ja, genau. Ist das okay oder nicht so? Und das ist so ein bisschen was ich in der Richtung auch sehe. Also, wenn man davon spricht, warum ist ein FL Pro ein Brain, glaube ich, weil das Thema Empathie, Stallgeruch irgendwie da ist und sich aber auch aktiv zurücknehmen können. Also du hast gesagt, du spielst Bass und der Bass ist ja auch so ein bisschen dieses Bindeglied der Band. Also es bringt Dinge zusammen. Das heißt, wenn er nicht da ist, merkt man's, weil es fehlt potenziell was. Wenn er da ist, bringt er die Dinge zusammen. Und ich glaube auch, das ist eine schöne Metapher, so als Flight Level Professional, dass man sagt, man ist wie so der Kleber, der die Organisation hilft, noch enger zusammenzuziehen. So, das war jetzt ein langer Schön. Text von mir. Es sollte eigentlich eine Frage werden. Jetzt war es in der Aussage. Ich hoffe, das ist okay, Matthias, aber ich habe noch eine Ja, letzte voll. Frage, bevor der Klaus ein bisschen weiterspringt. So, jetzt haben wir das Thema mal DA und ich würde sagen, ich glaube, also mein Eindruck war, die waren wirklich happy. Also jetzt nicht, weil wir sie zum Podcast einladen, sondern ich glaube, weil die Dinge wirklich so gut waren für sie und sich was bewegt hat. Und jetzt wäre meine Frage zum Abschluss, also zu dem deutschen Rundfunkarchiv-Thema noch, wenn du jetzt das so mal mit einem Satz sagen könntest oder müsstest, was hat denn das DRA verstanden, was viele andere nicht kapieren? Fragezeichen. Also ich würd das in 2 Teile teilen, diesen Satz. Zum einen eben, sie haben verstanden, dass sie schwimmen müssen, also dass sie ins Wasser springen müssen. Aber da waren sie auch verzweifelt genug. Das ist leider manchmal so, ne, die Verzweiflung. Und das Zweite ist, sie haben auch verstanden, dass Anwendung und Wissen 2 unterschiedliche Dinge sind. Also, ich höre ja sehr oft: „Ja, aber das ist doch wieder auch nur Boards“, und ich höre, „ist doch nur wieder Visualisierung“, und ich habe schon so viele agile Schulungen und die sind ja alle total nett, aber funktioniert denn das überhaupt im Großen? Und, ne, diesen ganzen Kram, den ihr ja auch rauf und runter gehört habt. Äh, und und die haben verstanden: „Hey, wir müssen das anwenden, und wir haben da Lücken“, und haben sich da auch offen und ehrlich da angeschaut, die Sachen, und haben dann versucht, mir dieses Thema zu fixen, ja? Sie haben gemerkt: „Hey, wir merken, wir arbeiten nicht gut zusammen. Das ist es jetzt offensichtlich am 2. Tag geworden von dem ersten Workshop. Dann lass uns das verändern.“ Ja, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie es geht und ob das Flight Levels oder der Böni das Richtige sind, aber lass uns das tun. Also, schwimmen und eben auch ehrlich sagen: „Okay, wir müssen es umsetzen.“ Cool. Naja, beim Rundfunkarchiv war es so, dass du quasi das, was du gemacht hast, du warst ja live mit denen unterwegs. Ja, also ja, du hast direkt mit ihnen gearbeitet quasi. Ich würde nämlich gerne noch eine andere Tür aufmachen, weil du hast ja auch Erfahrung im nicht live arbeiten. Sprich, das ganze Thema Blended Coaching, wie immer man dazu sagen will, ja, wo quasi so die Grundidee ist,
dass man das, wovon wir davor schon gesprochen haben, also dass die Leute selbst ins Wasser reingehen müssen, wo man das ja quasi noch ein bisschen weiterführt, nämlich dahingehend, dass noch mehr quasi bei den Leuten selbst gestaltet wird. Du hast ja Blended Erfahrung, ja? Kannst du mal so in 2, 3 Sätzen skizzieren, was ist dieses Blended überhaupt, ja? Und vielleicht irgendwie so einen kurzen Einblick geben, also wie du das machst, Blended oder gemacht hast. Ja, ich habe, also mit DA, das ist auch nicht ganz richtig. Die haben auch in dem Sinne Self-Paced Training, also wir haben ja Flight Level 2 gemacht, viel Koordination, haben sich auch Self-Paced Training für Flight Level 3 sich angeschaut und das ist, finde ich, auch extrem cool. Es gibt halt eben bei Flight Levels die Möglichkeit, auch Self-Paced Kurse zu machen, also nicht nur dieses klassische Einführung, was ist Flight Levels überhaupt, sondern weit, weit darüber hinaus. Also das heißt, man kann sich selbstständig Flight Level 2, aber auch Flight Level 3, aber auch Flight Level System Architecture, also diese 3 Module, glaube ich, gibt's gerade, ne? Kann man sich quasi anschauen und finde ich eine sehr coole Sache, eben diese Kurse zu haben, wo du auf der einen Seite eben ganz klassisch Slides und Video hast, aber was ich auch extrem cool finde, eben so Whiteboards vorbereitete, also eigene Instanzen, wo du das, was du quasi in der Theorie hörst, gleich in der Praxis mal umsetzen kannst. Für dich, wie würden das bei uns oder bei mir ausschauen? Und ich hatte eben jetzt auch den Fall beim anderen Kunden, ähm, äh, die mich aber schon kannten, da kommen wir vielleicht noch später dazu, ne, was sind gute Voraussetzungen. Die haben sich das Flight Level 2 initial gekauft, hatten quasi eine Gruppe von Willigen, ja, also die gesagt haben, das sind die richtigen Leute, die wollen den Change begleiten. Wir hatten auch einen Stakeholder, haben sich also die Lizenzen gekauft, haben das erstmal selbstständig durchgearbeitet. Und dann haben wir angefangen, das gemeinsam dann in Präsenz zu bauen. Also das heißt, die haben sich erstmal das alles quasi reingezogen. War natürlich, zwischendrin hatten wir immer wieder Sessions, wo die Leute Fragen stellen konnten. Aber der Charme dabei ist, sie konnten das in ihrer eigenen Geschwindigkeit tun. Und das andere war auch für mich als Coach, ne, ich muss nicht immer alles wieder von Adam und Eva erzählen, sondern das macht der Klaus ja, oder ich weiß nicht, wer das Englisch auch macht, das gibt's auch auf Englisch, die können sich das selber anschauen. Ich muss das nicht nochmal alles erzählen. Und dann, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, wenn man wirklich baut, ne, dann trifft man sich und dann kann man das auch recht schnell durchziehen. Also das fand ich schon sehr, sehr cool beim Kunden. So die Grundidee quasi, die Inhalte oder so das theoretische Wissen. Also man muss ja aufpassen, wenn man theoretisch sagt, weil es ja nicht theoretisch ist, so wie du ja gesagt hast, das ist sehr praxisnah, ja, aber eben dieser Input-Teil, ne, Konzepte. Man muss einfach einmal verstehen, was es bedeutet, am Fokus aufzubauen. Also wir reden von Visualisierung, aber welche Möglichkeiten habe ich jetzt, wenn, keine Ahnung, 6 Teams oder was auch immer zusammenarbeiten, wie man das visualisiert und so weiter und so fort. Ne? Also diese Konzepte, die kommen quasi aus der Dose. Und als Flight Levels Professional fokussierst du dich dann quasi voll auf das Coaching-Thema, auf das Consulting-Thema. Ja? Also du musst quasi nicht immer wieder das gleiche Gedicht aufsagen. Yes, du sagst nicht immer wieder das gleiche Gedicht aus, das kommt aus der Dose quasi, weil das ist ja ein Korpus, so ein Wissenskorpus, den man quasi hinstellen kann. Ja? Das Spannende ist ja, was man dann danach mit dem Zeug macht. Ja, und das ist genau das, wo man als Flight Levels Professional halt extrem unterstützen kann. Ja, das Coole ist halt eben auch, ne, du fängst ja auch nicht auf der grünen Wiese an. Also die haben ja nicht nur Wissen, sondern das erklärt man ihnen dann natürlich auch, wie das so funktioniert und so weiter, sondern die kamen, also jetzt in dem Fall kamen die schon mit recht guten Vorschlägen auf dem Whiteboard an. Ne, und man hat sich dann eben an etwas Existierenden abgearbeitet. Also das war nicht so und jetzt, sondern ne, die würden ja auch da Schritt in diesen Self-Paced Training hinzugeführt. Auch die Aufgaben sind ja explizit. Ne, sagst du ja auch dann immer in den Aufgabenstellungen so, jetzt transferier mal das, was du gerade gehört hast, in deinen Kontext, geh auf dein Board, setz das konkret um. Und also ich finde das einen extrem coolen Ansatz, also Win-Win für beide Seiten und es hat mir sehr gut gefallen. Also die haben sich auch dann gleich Flight Level 3 noch gekauft, weil da haben sie quasi nach oben hin auch gearbeitet. Jetzt haben sie sich bloß immer wieder entschieden, ein Flight Level System Architecture Vor-Ort-Kurs zu machen oder Online-Kurs,
Was ich auch verstehen kann, ne, diesen Kontakt auch mal zu anderen Firmen zu haben oder zu anderen Leuten, die aus anderen Firmen kommen. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne, ne? Es ist ja ein Buffet. Du kannst dir da genau aussuchen, was du möchtest. Möchtest du eher vor Ort? Möchtest du online mit anderen einen Austausch haben? Ne, eher interaktiv? Oder möchtest du halt das eben so als Gruppe oder auch alleine mit so einem Self-Paced Training machen? Und das ist halt eben, die ganze Palette wird da halt eben abgedeckt. Also jeder halt so, wie er es braucht. Ja, das ist sehr schön. Persönlich bin ich ein Riesenfan von Blended, denn wenn ich so an meine Zeit zurückdenke in der Softwareentwicklung, dann hätte mir das deutlich besser gefallen, wo ich mir gedacht habe, wir hätten es so wirklich laserfokussiert auf den Punkt gebracht. Der ganze Teil, also wie wir schon gesagt haben, ich brauche keinen Consultant, der mir Folien vorliest, das kann ich selber. Für mich ist viel spannender, die Zeit gemeinsam mit einem Experten, einer Expertin zu nutzen, zu sagen, lass uns an unserem System bauen, lass uns das Arbeitssystem gemeinsam verbessern. Und da ist schon so mein Eindruck, dass das was ist, was Blended das ganze Konzept oder eigentlich da hinhebelt. Wir hatten noch das Thema, was muss man mitbringen als Unternehmen? Ich habe jetzt auch so ein bisschen gehört von dir, Matthias, so, man muss es wollen und man muss es tun. Also sage ich mal auch gerade, dass das Commitment Richtung Blended deutlich höher ist, denn das bedeutet, man muss selber aktiv in die Arbeit hineingehen. Also ja, du als Flight Level Professionals, du bist dabei, aber das tatsächliche Doing liegt ja dann, sage ich mal, schon bei den Beteiligten. Und ich glaube, auch das ist nochmal ein Unterschied, also so ein bisschen weg von diesem kontinuierlichen Händchen halten hin zu, wie ich traue dir das zu als Professional oder euch als Organisation, dass ihr da jetzt schnell auch gemeinsam einen guten Weg geht. Was mich jetzt zum Schluss noch so ein bisschen interessieren würde, Matthias, ist, wann würdest du denn das eine oder das andere ansetzen? Also jetzt hast du irgendwie vielleicht 2 verschiedene Organisationen. Was würdest du sagen oder welche Organisation würdest du empfehlen zu sagen, vielleicht gehen wir eher Richtung Blended Coaching oder vielleicht schauen wir mal Richtung, sage ich mal, klassischem, also mit einer stärkeren Guidance. Jetzt noch wichtig von meiner Seite, das ist nicht schlechter. Ich glaube, die Frage ist, was passt zu einem Kontext und was braucht der Kontext? Vielleicht kannst du da noch ein paar Wörter zu sagen. Wo würdest du was ansetzen? Also, ich sag mal so, beim DRA zum Beispiel hätte ich am Anfang ganz ehrlich wahrscheinlich nicht Blended Learning genommen, weil, und wenn ich mich da jetzt so wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, einfach auch dieses Thema, ne, der Prophet von außen, der da auch mal reinspricht in gewisser Art und Weise, also wo sich diese Allianz noch nicht gefunden hat, wo Leute ganz kritisch sind, da würde ich jetzt gefühlsmäßig sagen, es ist ganz gut, wenn man eben erstmal vorbeikommt, weil es ist ja auch People-Business, die Leute, also zum einen erstmal warm zu werden mit, ich sage jetzt mal, trotz allem Methodik oder dem Jargon, ne, von Flight Levels und dann nochmal mit der Person, die das quasi macht. Wenn du eine Allianz der Willigen schon hast oder einen Stakeholder und oder schon so ein bisschen vorherrscht, so ja, lass uns das jetzt mal machen oder lass uns das jetzt ausprobieren an dem und dem Beispiel, dann würde ich definitiv auch Self-Paced empfehlen. Ne? Also zu sagen, ey, die ist schon da, diese Grundüberzeugung, auch der Grundwille ist schon da. Ne, und es gibt nicht viele großartige Fragen, sondern komm, lass uns das jetzt mal ausprobieren und jetzt lass uns ins Doing gehen und ins Wasser reinspringen gemeinsam. Dann würde ich sagen, überhaupt kein Problem. Man kann das natürlich auch so hybrid auch da wieder blended machen. Ne? Also ich hatte ja auch beim anderen Kunden wiederum eine Session, wo ich gesagt habe, wo wir drüber gesprochen haben. Ich habe gesagt, Duo Hybrid oder Self-Paced finde ich super. Macht das doch. Win-Win auch für euch. Erstmal kostentechnisch, aber auch von der Zeit her. Aber lass uns vorher nochmal wirklich genau definieren, ne? Also was soll der Change jetzt genau sein? Wo soll die Reise hingehen, dass wir das gemeinsam nochmal ein bisschen moderiert haben, dass ich auch gesagt habe, okay, lass uns zwischendrin wirklich die Touchpoints machen. Also, dass ich so ein bisschen den Rahmen geschaffen habe, aber eigentlich in sich, die dann das Self-Paced gemacht haben. Also, ne, also wirklich ich brauche einen Propheten von außen bis hin zu, du, bei uns ist alles klar, jetzt, wir wissen noch nicht genau wie, aber wir wollen es jetzt tun, lass uns einfach loslaufen. Und da kann man auch das Self-Paced einfach so machen. Also quasi, wenn ich es richtig interpretiere, auch ein zusätzliches Tool quasi im Werkzeugkoffer, Genau, was man einfach absolut. gezielt einsetzen kann. Cool. Tja, was ich jetzt noch gerne ein bisschen machen würde, also noch ein bisschen weiter rauszoomen. Und du bist ja jetzt schon, also wir haben ja vorher gesagt, wo wir uns kennengelernt haben und so, das ist ja doch schon 1, 2 Tage her. Ja?
Das heißt, du bist ja schon seit einigen Jahren quasi in dem Flight Levels Dunstkreis unterwegs, ja, jetzt auch schon einigermaßen lange Flight Levels Professional. Wenn du jetzt einfach so auf deine Flight Levels Professional Karriere unter Anführungszeichen zurückschaust, ne, so von Anfang von zu heute, bis heute, was waren denn so irgendeine Sachen, die sich bei dir verändert haben? Waren da irgendeine speziellen Learnings, irgendwas, wenn du sagst, okay, ich vergleiche den Matthias von vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, 3 Jahren mit dem Matthias von heute. Was hat sich da so getan? Ja, ich glaube, zwischen Wissen und dann wirklich Leben ist ja immer so ein großer, ne, auch so oder größerer oder kleinerer Abstand. Also mir war schon immer bewusst, dass ich kontextabhängige Lösungen brauche, gerade bei der Organisationsentwicklung oder auch in Richtung Strategie und so weiter. Und auch die Operationalisierung von Strategie, also Flight Level 3. Das war mir eigentlich im Kopf immer klar, aber trotzdem hält man sich, wenn man dann direkt reflektiert drüber, immer wieder so an Tools oder gewissen Werkzeugen fest. Und das war schon nochmal für mich, wo ich sage, so über die Reise, Flight Levels, ich bin immer mehr weg von diesen Standardlösungen hin zu wirklich Kontext, im Kontext des Kunden. Ne? Also da halt hingereift, so nach dem Motto, ja, nee, ich muss jetzt nicht irgendwie so, also ich habe ja so ein absolutes Lieblingswort, das nennt sich Best Practice, also das meine ich jetzt wirklich ironisch. Ne? Also ich muss das jetzt nicht drüber stülpen oder ich habe jetzt nur diese eine Lösung, sondern auch auf den Prozess zu vertrauen. Hol die Leute ab und die machen das dann für sich selber, wie ihr das so schön auch beim DA-Podcast gesagt habt. Die sind nicht doof. Die haben vielleicht nicht das ganze Wissen und den ganzen Kontext, den sie bei der Organisationsentwicklung brauchen, aber an sich sind das Experten in dem, was sie tun. Die wissen ganz genau, was sie machen. Und das dann eben auch zuzulassen und auszuhalten, das ist schon etwas, wo ich sage, das hat über die Jahre gerade im Flight-Levels-Kontext extrem zugenommen bei mir auch. Da fällt mir noch was vom DAA ein, und zwar haben die gesagt, dass sie so das Gefühl haben, dass in der Betreuung, also in der Art und Weise, wie du sie betreut hast, dass das eigentlich ziemlich einzigartig war. Also das heißt, wenn man das jetzt, sag ich mal, mit anderen Consulting-Ansätzen vergleicht, also kann mich erinnern, hat die Anja und auch der Andreas gesagt, dass das für sie irgendwie ein neues Gefühl war, so, der ist nicht gekommen, um zu bleiben, sondern der ist gekommen, um zu gehen. Genau, das heißt aber auch, also wenn wir das Richtung Time and Material denken und so, also es wirkt ja, sag ich mal, aus Consulting-Coaching-Perspektive wird es ja eigentlich, sag ich mal, fürs eigene Business ziemlich destruktiv, wo man sagt, okay, was ist denn der Sinn? Also am liebsten hätte ich einen 3-Jahres-Vertrag mit, keine Ahnung, 8 Stunden Billable Hours und das ist am besten genau für die nächsten Jahre. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Das wird mir noch zum Schluss noch so das Thema so ein bisschen abzuschließen Richtung FL Pro, weil ich würde auch sagen, dass das was ist, was die Haltung und was den FL Pro an sich so auch besonders macht. Also was habe ich persönlich für mich da mitgenommen. Aber ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu sagen. Also wie kam es dazu, dass du dann doch zügig gegangen bist? Ja, also ich versuche das mal so allgemein. Nicht jeder wird Flight Levels Pro. Also was mir schon sehr stark aufgefallen ist, dass ihr im Vorfeld schon geschaut habt, sind das Leute, die A, willig sind, B, auch sich investieren wollen, C, auch eine gewisse Erfahrung haben oder bereit sind, auch diese Erfahrung zu sammeln, um vielleicht auch da den harten Weg manchmal zu gehen. Also da merkst du schon das Niveau auch entsprechend. Das ist das Erste und es ist schon so, es ist eine Ehre dabei zu sein und dass man weiß, man merkt auch in der Community auf dem Niveau, wo gesprochen wird. Und wie die Leute auch so drauf sind, das ist schon auch besonders, ja. Ich nenne es beim DAA, mal harte Liebe, ne? Also das muss man halt auch erstmal durchziehen. Also schön, dass sie das im Nachgang alles so sehen, aber es gab auch viele Momente, glaube ich, wo sie gesagt haben, und das kam ja auch bei dem Flight Levels Day gut raus, wo ich gesagt habe, nee Leute, das macht ihr jetzt selber und also es ist ja nicht so, dass ich euch ersaufen lasse, aber ihr müsst das selber können und ihr müsst das selber lernen und das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da reinspringe und euch gleich diese Lösungen vorgebe, weil dann heißt nachher, der Böni hat was Tolles gemacht und das ist für mich die Höchststrafe, ja, sondern das muss ein Wir sein, das ist unser Ding und wir übernehmen da jetzt auch Verantwortung. Und das ist auch etwas, was du halt bei Flight Levels einfach von Anfang an auch in der Ausbildung, ich würde jetzt nicht sagen eingetrichtert, ne, aber ganz klar auch immer wieder hervorgehoben wird, dass wir eben kommen, um zu gehen. Ja, also es wird vielleicht nicht so explizit gesagt, aber das ist ja schon so ein bisschen unsere Einstellung. Ne? Also wir haben erst einen guten Job gemacht, wenn wir gehen können und nicht davor. Also das ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Ja, lieber Matthias, danke. Da waren sehr viele schöne Sachen dabei. Also ich sage deswegen danke, weil ich höre auch raus, dass du mit dem Flight Levels Professional Programm etwas anfangen kannst. Und ja,
Ich glaube, die Diskussionen in der Community, die sind wirklich auf recht an hohem Level, wenn wir miteinander kommunizieren. Und ich glaube, die Pointe von dem ganzen Programm, wir wollten nie irgendwie so, also es ist nie um irgendeine Zertifikate sammeln oder irgendwas gegangen jetzt in der Flight Levels Academy, sondern wir wollten einfach eine coole Community haben. Deswegen das, was auch Andreas voriges Mal im Podcast gesagt hat, diese Brains. Wir wollten eine Community von Brains haben, die einfach die Welt weiterentwickeln, wie wir miteinander arbeiten. Und das heißt halt auch, das kriegst halt nicht mit, keine Ahnung, 2 Tage Folien irgendwo anschauen und dann ist alles vorbei, sondern es ist ein bisschen ein längerer Weg, dass man dorthin kommt, aber ich glaube, er lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man dann Flight Levels Professional ist, das muss man auf der anderen Seite auch sagen, man hat ja extrem viel Freiheiten. Also von der Flight Levels Academy wird ja relativ wenig vorgeschrieben, dass du diese Folien vorbieten musst oder irgendwas in die Richtung, sondern wir fördern das sogar nach und fordern das quasi, dass herum experimentiert wird, weil nur so können wir irgendwie lernen. Ja? Apropos Flight Levels Future Lab, wo wir dann wieder mal zusammenkommen, die Ideen zusammentragen oder so. Also ich glaube, genau durch diese Abweichung von einer gewissen Norm kann er eigentlich überhaupt Lernen nur stattfinden. Ja, das waren jetzt viele Worte. Aber jedenfalls, Möchte noch was drauflegen, Klaus. Und zwar, ich kann mich daran erinnern, als wir vor ein paar Wochen mit dem Siggi gesprochen haben in unserem Podcast, hat er von dem Thema Veredeln gesprochen. Also sich selbst veredeln im Rahmen des FL Pros. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube schon auch, dass wir auch vorher prüfen, so glauben wir, dass auf der Grundlage eine Veredelung stattfinden kann und dass man auch als Teilnehmerin für sich das Richtige damit rausziehen kann. Ja. unterm Strich ist niemand happy. Ja, also ich meine, okay, das ist irgendeine finanzielle Transaktion, irgendjemand hat weniger Geld, irgendwer andere hat mehr Geld, ja, aber die Grundidee ist ja, dass du jemanden irgendwo weiterbringst, ja. Und wenn das nicht funktioniert, Also, klar findet da ein Transfer auch statt, aber da gibt's natürlich auch den entsprechenden Mehrwert dafür. Also, das ist auch etwas, was mir positiv auch aufgefallen ist. Also auch, wie du gesagt hast, man hat echt die Materialien, diese ganzen Self-Paced-Sachen schon alleine, ne? Die kannst du alles selber auch für dich halt als Flight Level Pro nutzen. Du kannst dich up to date halten, du kriegst alle Updates, du kriegst diesen Austausch und das ist schon etwas, finde ich, also weil ich auch in mehreren Netzwerke und so weiter bin, schon sehr, sehr besonders, auch positiv hervorzuheben, muss ich jetzt mal einfach sagen, so als Flight Level Pro auch. Ne? Es wird gekümmert, dass man da auch entsprechend up to date bleibt und dass dann auch eben Dinge weiterentwickelt wird. Ne? Also wo ihr halt auch sagt, kommt Leute, lasst uns das weiterentwickeln, lasst uns darüber austauschen, was gibt's für Erfahrungen. Das finde ich schon sehr, sehr besonders. das finde ich sehr cool. Sehr schön. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja jetzt erblascht, ne? Also ich werde wahrscheinlich rot. Genau. Naja, aber das können wir jetzt eine schöne Überleitung finden und sagen, okay, wenn jemand an dem Thema jetzt Interesse gefunden hat, nämlich auch Flight Levels wirklich professionell einzusetzen, so wie Matthias es jetzt quasi skizziert hat. Wir werden in den Shownotes noch ein paar Details verlinken, wie ihr, wenn jemand Interesse hat, vielleicht auch noch Flight Levels Professional werden kann. Naja, jetzt sind wir aber einigermaßen am Ende quasi. Lieber Markus, fällt dir noch etwas ein, was du fragen willst im Finale? Absolut. Also bevor wir jetzt, sag ich mal, den Abschlusstext aufspulen, hätte ich noch quasi an den Matthias so eine Frage. Und zwar, was wünschst du dir, dass, sag ich mal, die Zuhörerinnen sich aus dieser Episode für sich mitnehmen? Ja, also mein Wunsch wäre, weniger auf Slides zu vertrauen, sondern sich wirklich nass zu machen und ins Wasser zu springen. Also es ist, wie soll ich sagen, ne? Es verkaufen sich ja mal gut die fertigen Lösungen, was mir manchmal ein bisschen aufstößt. Ne, wenn ich dann halt mit Leuten sitze, die wollen irgendwie so einen klaren Plan und jetzt wann sind wir agil, ne, in 3 Monaten und so weiter und so fort. Da möchte ich einfach Mut machen, auch mal Dinge zuzulassen, auszuhalten. Und sich da auf die Reise zu begeben und auch wirklich den Flight Levels Coach als, wie soll ich sagen, Reisebegleiter zu sehen und nicht einer, der einem irgendwie so eine Best Practice, die schon 1000-mal funktioniert hat, irgendwo ins System reinzustampfen. Also macht euch nass und fangt an zu schwimmen.
das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Ah, Matthias, das ist wunderschön. Das resoniert sehr mit mir, denn tun ist wie wollen, nur besser. Und das höre ich daraus. Das gefällt mir sehr gut. Alright, dann würde ich sagen, ja, die Zeit recht kurzweilig, das ganze Format. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Matthias, dass du dabei warst. Auch gerne, ich denke, man kann Kontakt zu dir aufnehmen, also als Flight Level Professional in dem Kontext, werden auch divers verlinken. Und natürlich auch in deine Richtung, lieber Klaus, vielen Dank, dass wir heute in dieser Folge auch wieder zusammen waren. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, solltet ihr Anregungen haben oder gerne Themen vorschlagen, könnt ihr gerne an insight@flightlevels.io schreiben. Und wir freuen uns natürlich über eine Mega-Bewertung Richtung 5 Sterne. So, denn ich glaube, der heutige Podcast hat das auf jeden Fall verdient. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Episode und in diesem Sinne würde ich sagen, auf Wiederhören. Inside Flight Levels has landed. Thank you for listening. Please leave a 5-star rating, share with fellow passengers, and subscribe for the next journey.